Ja gut, einfach mal 8 Grad. Eisbaden, kalte Bäder, kalte Dusche. Du wirst es höchstwahrscheinlich schon mal gehört haben, falls nicht, bist du hier genau richtig, denn darum soll es in diesem Video heute gehen. Ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in das Thema Eisbaden, die Vorteile für Körper, Geist und Seele und warum ich jetzt schon damit starte. Und dass wir vielleicht zusammen uns gegenseitig ein bisschen pushen und eine Challenge daraus machen, die Gruppendynamik ein bisschen ins Spiel bringen und uns so gegenseitig motivieren, unterstützen und auf dieser Reise des Eisbadens begleiten. Wo ich das Fass her habe, wie viel Wasser reinkommt, wo du es am besten aufstellst, was du davor, danach machst, wie du deinen Atem vielleicht unter Kontrolle bringst, deinen Körper unter Kontrolle bringst. Auf all die Punkte möchte ich gleich noch in Ruhe mit dir eingehen. Doch bevor wir das machen, hüpfe ich jetzt hier erstmal ins Becken rein und bade bei knackigen 8 Grad Wassertemperatur und so 6-7 Grad Außentemperatur hier in meinem kalten Wasser. Ich freue mich drauf, ich bin gehypt. Hello und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und dass wir beide, du und ich, heute zusammen in das Thema Eisbaden eintauchen können. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast es gerade im Intro des Videos schon gesehen, wie ich ins Eisbad reingeklettert bin, wie ich da ein bisschen am Zittern war und die Kälte aber auch genossen habe, wie danach die Durchblutung geflossen ist. Und ich möchte jetzt hier einfach gerne nochmal mit dir in die Benefits reingehen, in die Vorteile, die das Eisbaden hat. Sowohl auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene und auf der seelischen Ebene. Wie du am besten starten kannst, was ich dir da empfehlen würde, was ich dir aus den letzten Jahren Kälteerfahrung mitgeben kann. Und wie du mich jetzt auch bei der Kälteerfahrung meinerseits begleiten kannst, wie du die Atmung unter Kontrolle bringen kannst und was damit alles einhergeht. Da möchte ich jetzt gerne mit dir reingehen und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben oder gerne auch als Nachricht bei Instagram, was deine bisherigen Erfahrungen sind. Ich habe euch da auch in dem Fragesticker schon mal gefragt, ob ihr eine Erfahrung gemacht habt mit dem Thema Eisbaden oder kalte Dusche. Dann gehe ich gleich auch noch drauf ein, auf eure Antworten. Thema Eisbaden. Du wirst es
sicherlich schon mal irgendwo gehört haben, dass das neue Wundermittel ist und dass ganz viele Sportlerinnen und Sportler darauf schwören, für die Regeneration, für die Durchblutung. Und was hat es eigentlich damit auf sich? Meine persönlichen Erfahrungen sind sehr, sehr positiv in dem Bereich. Und ich nehme dich da gerne einfach mal mit, was auf der körperlichen Ebene passiert. Weil ich habe das jetzt in den letzten 2-3 Jahren so gemacht, dass ich morgens auch immer kalt geduscht habe. Das heißt, ich habe erst begonnen mit einer lauwarmen Dusche, habe mich dann da erst abgeduscht und dann im Anschluss an die warme Dusche habe ich dann die Zeitintervalle langsam erhöht mit dem kalten Wasser. Heißt, zunächst habe ich mit 15 bis 30 Sekunden begonnen, was schon ein erster guter Schock war. Dann habe ich das langsam erhöht auf 1 Minute, auf 2 Minuten, auf 3 Minuten. Und gerade jetzt in den letzten Monaten im Sommer habe ich eigentlich durchgängig nur noch kalt geduscht. Was ich da in den letzten 2-3 Jahren so mitnehmen konnte, dass es einfach eine sehr, sehr belebende Wirkung auf mich hat. Was meine ich damit? Ich habe gerade in den Vormittagsstunden viel, viel mehr Energie, wenn ich am Morgen kalt dusche oder wenn ich nicht kalt dusche. Heißt, wenn ich diese kalte Dusche auslasse, fühle ich mich den ganzen Vormittag oder auch den Tag über eher so ein bisschen lethargisch, ein bisschen müde, ein bisschen schlapper. Und wenn ich aber diesen Energiekick direkt am Morgen habe, dann bin ich viel energetisch aufgeladener. Damit meine ich nicht, dass ich die ganze Zeit von A nach B springe, überhaupt nicht, sondern dass ich so eine gewisse innere Ruhe habe, aber dadurch eine total angenehme Energie. Weil meine ganzen Zellen, mein Geist, mein Körper mit viel mehr Sauerstoff versorgt werden kann durch diese Kälteerfahrung am Morgen. Und da sind wir auch schon direkt bei dem ersten Vorteil, nämlich diese körperliche Durchblutung auf der Ebene. Wenn du dich diesem Kältereiz aussetzt, dann ziehen sich diese ganzen Blutgefäße in deinem Körper zusammen. Heißt, dein Blut fließt in die Körpermitte, in die überlebenswichtigen Organe. Weil sobald du in diesem Kältereiz drin bist, dann ist das ja für deinen Körper ein Überlebensmodus. Dann bist du in diesem Überlebenskampf drin. Das heißt, dein Blut wird in die Körpermitte gepumpt, ja, in diese wichtigen Organe, die dein Überleben sichern und aus deinen ganzen Gliedmaßen rausgezogen. Dadurch wird dann mehr Energie in Wärme umgewandelt, da du diese Wärme jetzt gerade benötigst, um deinen Körper innerlich aufzuwärmen, um gegen die Kälte eben anzukämpfen. Und wenn du dann im Anschluss aus dem Wasser rauskommst, dann weiten sich deine ganzen Blutgefäße. Dann strömt dein Blut durch deinen ganzen Körper, deine Haut fängt an zu kribbeln, wird rot von der ganzen Durchblutung und du hast so ein richtig belebendes Gefühl, so ein euphorisierendes Gefühl in deiner ganzen Haut, in deinem ganzen Körper. Das ist schon mal ein sehr, 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 sehr geiles Gefühl und vor allem auch sehr, sehr positiv für den Körper, für die Durchblutung. Eine weitere positive Auswirkung auf deinen Körper ist die Stärkung deines Immunsystems. Das zeigen viele wissenschaftliche Studien, dass durch die Kälte, dadurch, dass dein Körper in dieser Extremsituation ist, sich die Anzahl deiner Leukozyten, also deiner weißen Blutkörperchen erhöht im Blut. Und diese weißen Blutkörperchen, deine Leukozyten, sind quasi wie so eine Immunsecurity für deinen Körper. Das heißt, diese Leukozyten sind maßgeblich für dein gesundes Immunsystem verantwortlich. Und durch die Kälte wird diese Zahl der Leukozyten eben nach oben getrieben. Heißt, dein Immunsystem wird stärker. Was passiert noch auf der körperlichen Ebene? Durch die Durchblutung wird deine Regeneration gefördert. Deswegen machen das so viele Leistungssportler und Sportlerinnen auch so gerne, dass die nach einem anstrengenden Lauf, nach einem intensiven Workout, dass sie dann ins Eisbad reingehen, weil dadurch die ganze Durchblutung eben gefördert wird. Erst zieht sich alles zusammen, fließt in die Körpermitte, dann steigst du aus dem Wasser rein, dann steigst du aus dem Wasser raus und zack, alles weitet sich. Das Blut fließt durch die ganze Muskulatur in alle möglichen Körperpartien rein und dadurch regenerieren deine Muskeln natürlich schneller, weil sie mehr Blut, mehr Sauerstoff zur Verfügung haben, um schneller zu heilen. Was passiert noch? Du wirst unempfindlicher gegenüber Temperaturschwankungen. Heißt, wenn es im Sommer auf einmal kalt wird, ja, dann bist du dann nicht so empfindlich. Oder wenn aus dem Sommer in den Herbst reingeht, wenn es umgekehrt aus dem Winter in den Frühling reingeht und dann nochmal kalt wird. Diese Temperaturschwankungen, die machen dir weniger aus, weil du die Kälte auf eine gewisse Art und Weise gewöhnt bist, weil dein Körper weiß, damit umzugehen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich persönlich, warum ich das mit der Kältetherapie auch jetzt nochmal sehr intensiv in den Angriff nehme, ist das Thema Entzündung. Denn das Thema Entzündung begleitet mich jetzt seit dem letzten Jahr sehr, sehr intensiv mit dem Thema Rheuma in Verbindung, weil ich ja unten
im ISG-Bereich unten an der Wirbelsäule eine Entzündung im Körper habe, die ja durch die Rheumaerkrankung ausgelöst wird oder umgekehrt die Entzündung die Rheumaerkrankung auslöst. Punkt ist, ich habe die Entzündung im Körper, ich habe da auch die Schmerzen, nehme ja Medikamente gerade auch, aber bin langfristig an einer anderen Variante, an einer anderen Behandlung orientiert, dass ich eben nicht jeden Tag die Schmerztabletten nehmen muss. Und genau deswegen ist das Thema Kälte gerade für mich so interessant, weil die Kälte oder die Kältetherapie Entzündungen hemmt, bereits in der Entstehung. Und deswegen ist das für mich so interessant, weil ich selber in den letzten Jahren auch schon gespürt habe, dass mir die Kälte extrem gut tut. Dass natürlich ist es super angenehm, unter einer warmen Dusche zu stehen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wenn du nach einem kalten Wintertag oder nach einem schönen Workout, wenn du dir dann eine heiße Dusche gönnst, dann fühlt sich das einfach gut an. Oder wenn du irgendwie ein Heizkissen hast bei Rückenschmerzen hinten, dann tut das einfach gut. Das ist angenehm. Aber, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, bei mir ist das am Anschluss daran nicht besser. Bei mir sind die Rückenschmerzen dann nicht weg oder nicht weniger, sondern es ist angenehm, aber es ist dadurch keine Besserung. Und das ist bei der Kälte anders. Wenn ich in die Kälte gehe, bei der kalten Dusche oder jetzt auch hier im Eisbad in der Tonne, dann bin ich danach mobiler, bin ich danach viel, viel vitaler. Was meine ich damit? Ich habe mehr Bewegungsfreiraum. Wenn ich mich dann irgendwie drehe oder wenn ich Bewegung mache, wenn ich gehe, wenn ich keine Ahnung, mich strecke oder irgendwie Yoga mache oder so. Ich bin danach beweglicher. Ich habe mehr Spielraum. Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Pluspunkt. Deswegen feiere ich das so sehr mit der Kälte. Und genau deswegen möchte ich das jetzt auch noch intensiver machen. Deswegen habe ich mir jetzt hier die Tonne auch in den Garten geholt. Ich habe das die letzten 2-3 Jahre unter der Dusche gemacht. Das hat für mich total gut funktioniert. Und da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein beim Thema Starten. Aber jetzt möchte ich das noch intensiver machen und deswegen habe ich mir jetzt die Tonne zugelegt, weil ich einfach schon die positiven Benefits spüre für mich und da jetzt auch noch intensiver reinstarten möchte. Und die ersten Bäder haben sich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut angefühlt und ich spüre einfach, wie meinem Rücken das auch gefällt. Und das ist aktuell, ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig für mich. Deswegen möchte ich dir das hier auch so mitgeben. Das passiert unter anderem auf der körperlichen Ebene. Aber was passiert denn mental? Das ist auch super, super interessant und total wichtig.